Die Materials ID ist ein spannendes Format, kurz und knackig für Materialinnovationen. Ganz besonders für Designer, Architekten, Innenarchitekten und alle Entscheider in Unternehmen, die an der Zukunft arbeiten. Ich stelle Ihnen heute den Supplicolor 3D-Film vor. Im Prinzip ist es ein relativ einfaches Verfahren. Sie kriegen die Druckvorlage vom Kunden. Mit diesem Verfahren kann man, wie gesagt, von kleinen Auflagen bis hin zu Mass Production. Die Anwendungsmöglichkeiten von dem Supplicolor 3D-Film sind sehr, sehr breit. Da steht ganz viel Potenzial gerade auf dem Tisch für unsere Firma, aber auch für die Gesellschaft. Gehäusehüllen, die Rundungen drin haben können. Ich glaube, wir sind wirklich ein Weltmarktführer und ein Spezialist in der Art der Beschichtung, die wir an unsere Kunden liefern. Wir haben heute einige Verantwortliche von SEAL getroffen und werden eben aus unterschiedlichen Perspektiven das Material, den Prozess und die Möglichkeiten kennenlernen. Und ganz besonders wichtig ist uns eben auch, ihre Ideen, ihre Impulse, ihre Fragestellungen mit reinzubringen. Da sind wir vom Team der Materials Cologne, die Materials ID produzieren, und zusammen mit dem wunderbaren Team von SEAL sehr gespannt auf Ihre Rückmeldungen. Herr Basner, ich freue mich, dass wir heute zu Gast bei Ihnen sind und dass wir gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen können. Erzählen Sie uns mehr über SEAL. Ich denke, das lässt sich in 3 Punkten zusammenfassen. Das erste ist wirklich unser strategischer Fokus auf den Digitaldruck. Ich glaube, wir sehen heute mit der Digitalisierung und der Personalisierung Trends, die es Firmen nur noch dann erlauben, in ihrer Produktion wirtschaftlich zu arbeiten, wenn sie den Digitaldruck benutzen. Und da kommen wir natürlich ins Spiel, indem wir es den Firmen ermöglichen, Digitaldruck kostengünstig und qualitativ hochwertig einzusetzen. Was kann denn SEAL ganz besonders gut? Eine Firma, ein Spezialist für Funktionsbeschichtungen auf verschiedenen Trägermaterialien, auf Papier, auf Folie, auf Textilien. Und wir bereiten diese Materialien eben für den Digitaldruck vor. Und das machen wir auf eine Art und Weise, wo ich gerne sage, dass wir da in der Welt mitführend sind. Natürlich sind Sie ein Expertengruppen schon wohl bekannt. Sie haben auch eine Fangemeinde in den Industrien, Sie haben auch Fangemeinden in den Anwenderbereichen. Wo kennt denn der Endverbraucher Sie letztendlich vielleicht vom Produkt her oder von der Erfahrung? Das wird zum Beispiel hier am Gepäck im Flughafen. Das sind Tags, die man von der Kleidungsindustrie kennt, ja, und das sind jetzt und in verstärktem Maße eben Verpackungen, die personalisiert sind, weil einfach die Leute ein persönlicheres Produkt in ihrem täglichen Umgang mit Consumer Products haben wollen. Und da schließt sich jetzt wieder der Kreis, da sind wir wieder beim Digitaldruck und da sind wir eben wieder bei den Kompetenzen von SEAL. Was sind denn die Anwendungsmöglichkeiten? Die Anwendungsmöglichkeiten von dem Supplicolor 3D-Film sind sehr, sehr breit. Das reicht eben von Gürtelschnallen aus herkömmlichen Polymeren, die dann individualisiert oder eben digital bedruckt werden. Es geht von Aluminiumprofilen, wie man sie im Interior Design kennt, mit sehr komplexen Formen und Einkerbungen, bis hin zu großen Gehäusehüllen, die Rundungen drin haben können, so dass das Bild, was man überträgt, letzten Endes ohne Verzerrung wiedergegeben wird. Das hier ist einfach nur ein Beispiel eines Produktes, von dem wir wirklich glauben, dass die Technologie, mit der dieses Produkt gemacht worden ist, die Welt erobern wird. Das sind also, ich sag mal, individuell designte Schuhe. In diesem Fall ist es ein offener Schuh, könnte aber auch ein Sneaker sein. SEAL mit der Beschichtung auf einem Film spielt eben in diesem Produktionsprozess wiederum eine ganz wichtige Rolle. Und das zu Kosten, die mit den heutigen Technologien nicht möglich sind. Typischerweise hätte man jetzt hier ein Label auf dieser Flasche, ja, ein Papierlabel oder ein Kunststofflabel. Jetzt ist es eben mit einer neuen Technologie direkt auf das Glas aufgebracht, qualitativ sehr hochwertig, sehr individuell möglich und eben auch sehr kosteneffizient. Gleich ein anderes tolles Beispiel sind Helme, ja, ob das Motorradhelme sind oder ob das
Hier in dem Fall sieht mehr aus wie ein Skateboardhelm. Aber auch da, das ist die junge Generation, die wollen was Cooles haben. Die wollen Lifestyle, die wollen keinen Helm aus dem Regal, sondern wenn es möglich ist, kommt dann der Helm mit einem Konterfeit von ihrem Lieblingsrapper drauf und dann fühlen die sich eben cool und dann möchten die den Helm auch kaufen. Das sind schon einige Herausforderungen, die durchaus im industriellen Alltag eine wirkliche Unterscheidbarkeit auch entsprechend zeigen. Was ist denn richtig ganz klar neu an dem Prozess? Es gibt eigentlich 3 Themen, die neu sind. Das erste ist sicher die Temperatur, die wir in dem Prozess haben, weil im Innovationsschritt vom Film, Sublicolor 3D-Film, wie aber auch im Verfahren, konnten wir in der Prozesstemperatur auf 150 Grad runter. Das ermöglicht uns natürlich den Einsatz von Thermoplasten, die eben da thermostabil sind. Der zweite Vorteil ist die Geschwindigkeit. Hier produzieren wir einen Teil in 2,5 Minuten. Ja, das ist massiv viel schneller. In dem heutigen Prozess ist man letzten Endes bei 15 Minuten ungefähr. Ja. Und der dritte Vorteil, den wir letzten Endes haben, ist, dass unser Film rezyklierfähig ist. Ja, das ist ein Monomaterial, kann auch als solches in der Rezyklierkette wieder eingesetzt werden. Ja, 3 ganz starke Argumente eben auch für das Produkt und die sicherlich auch jede Menge Entwicklungszeit gebraucht haben. Aber das kennen wir von SEAL, dass sich alle Beteiligten unglaublich ins Zeug legen, diese neuen Dinge ausprobieren und dann eben auch für die Anwendungsbereiche dann entsprechend auch anbieten. Und das, was mich fasziniert eben auch an dem Verfahren, ist im Sublicolor 3D-Film diese Skalierbarkeit von Losgröße 1 bis hin zu mittleren und großen Serien, wo also der Anwender auch die Möglichkeit hat, wir müssen jetzt nicht die Technologie wechseln oder vielleicht auch die Maschine oder dort teure Rüstzeiten entsprechend einbauen, sondern das ist ein Verfahren, das letztendlich skalierbar ist. Absolut. Im Prinzip ist es ein relativ einfaches Verfahren. Sie kriegen die Druckvorlage vom Kunden. Wir drucken dann diesen Film ganz normal über ein gängiges Rücksystem. Den Vorteil, den wir im Druckprozess haben mit unserem 3D-Film, ist, dass er im Prinzip sofort trocken ist. Nach dem Druckprozess folgt natürlich der Übertragungsprozess und Sie legen den Film ein. Das blanke Substrat wird ebenfalls eingelegt, praktisch unter den Film. Bei dem Prozess, der dann in Gang gesetzt wird, ist es eben einfach so, dass der Film zuerst weich wird und dann kurze Zeit später das Vakuum einsetzt und so der Film tief gezogen wird. In diesem Zusammenhang ist auch ganz klar der Vorteil zu erwähnen, dass wir mit relativ niedrigen Temperaturen diesen Prozess ausführen können und somit natürlich eine große Anzahl an Polymeren eben einfach auch verarbeiten können, auch signifikante Formen etc. pp. Vorher war das wirklich nur die Extravaganza, die das leisten könnte. Jetzt mit diesem Verfahren kann man wirklich deine Kaffeemaschine, deine Waschmaschine anpassen mit dem Design deiner Küche. Und nicht nur limitierte Bilder, sondern wirklich alles, was man im Kopf hat. Was natürlich auch noch ein großer Vorteil ist, den man am Schluss nennen muss, ist die Situation, dass wir einfach mit unserem Film, der absolut recyclingfähig ist. Sie nehmen den Film wieder raus, wenn sie fertig sind und können den ganz normal entsorgen, ohne nochmals irgendwelche größeren Prozesse damit anstoßen zu müssen. Wie ist denn Ihre Vision der Zukunft von SEAL zusammen mit seinen Partnern im Business, aber natürlich auch bei den Endverbrauchern? Vision ist natürlich ein großes Wort, aber wenn ich mir was wünschen könnte, dann wäre es schon, dass SEAL als ein eher traditionelles produzierendes Unternehmen den Wandel schafft über innovative Produkte, innovative Konzepte, innovative Technologien, auch zu den wichtigen gesellschaftlichen Themen wie Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung erfolgreich beitragen kann und das auch im Wohle von unseren Stakeholdern, vom Kunde bis zum Gesellschafter. Wenn mich Leute fragen, was heißt denn das überhaupt, dann sage ich einfach, wenn wir in 2 Jahren mehr Fahrräder und E-Autos auf dem Hof haben als Autos mit Verbrennungsmotor, sind wir auf dem richtigen Weg. Was ist Ihre kühne Vision des Sublicolor 3D-Films? Wo soll die Reise hingehen? Wo wird die Reise hingehen, Ihrer Meinung nach? Ja, wenn ich nach vorne schaue und wirklich mal einen Wunsch äußern dürfte, dann wäre es der, dass wir genau mit solchen Anwendungen hier in eine industrielle Anwendung reinkommen und weg von den Einzelauflagen hin zu Kleinserien, wo wir eine Rolle spielen können
und letzten Endes Dinge individualisieren und schön designen und robust designen, das wär ein Wunsch. Ja. Ich habe mir 3 Materialanwendungen nochmal ganz genau angeguckt. Einmal diese Gürtel- und Rucksackschnalle. Hier ist es eben SIL gelungen, mit der Technologie des Sublicolor 3D-Films sehr stark entsprechend auch in die Geometrie, auch in die Hinterschnitte zu gehen und da natürlich eine dauerhafte Optik der Individualisierung zu erreichen, aber natürlich mechanisch auch hoch abriebfest zu sein. Wir können sich vorstellen, wie oft jahrelang natürlich auch diese Funktionen gemacht werden. Ein anderer Bereich, wer im Bereich Packaging arbeitet, weiß, wie komplex auch die Erstellung einer solchen emotional gestalteten Aussage jetzt hier wie in der Beispiel der Verpackung hier ist, über die gleichmäßige Verteilung der Grafik, über den transparenten Aspekt, also diese ganze Dreidimensionalität der Verpackung nochmal zu erleben, bis hin zu letztendlich auch der Verformung im Bodenbereich, auch da eine absolute Stimmigkeit und eine Qualität, die entsprechend das Produkt auch vermitteln soll. Last but not least gehen wir jetzt mal ganz direkt auch in den Bereich Lifestyle. Ein Helm, eine Schale, die mit einer sehr komplexen Bedruckung, mit einer Furniernachbildung sogar, entsprechend hier eingesetzt wird. Auch hier natürlich wieder die dreidimensionale Verformung, die Präzision, die hier entsprechend auch eingearbeitet werden muss. Und das ist schon ein ganz schön großes Kunststoffteil, das hier eingesetzt wird. Also hier muss der Film natürlich hochpräzise aufgetragen werden, mit einer extrem leichten Verarbeitung von Losgröße 1 über mittlere Größen bis hin zur Massenfertigung. Ich bin sehr dankbar, dass wir gute, spannende, ausführliche, nachhakende Gespräche mit dem Management, mit den Verantwortlichen bei SIL führen konnten. Was macht die Arbeit von SIL aus? Und natürlich dann gibt es genau die Arbeit mit Sublicolor 3D-Druck. Da sind es eben die, ich würde sagen, erst die Anfänge der Möglichkeiten in Sachen der Individualisierung, zusammen in den Gesprächen, die wir hier geführt haben, und das haben wir eben auch dargestellt in den Aussagen der Mitarbeiter, der Verantwortlichen von SIL. Wir sind erst am Anfang einer Reise in unglaublich viele Möglichkeiten.